Hintergründe und Texturen Nummer 4. In der ersten Phase erstelle ich den experimentellen Hintergrund. Hier seht ihr ein Beispiel und es geht wieder los mit einem Blatt Aquarellkarton. Das grundiere ich zunächst einmal mit einem matten Acrylbinder oder mattes Acrylgel habe ich hier und das muss anschließend gut trocknen. Als zweite Schicht trage ich sehr dünn mit Wasser verdünnt ein Gelb auf, sehr unregelmäßig und sehr durchsichtig. Nach diesem Auftrag muss auch wieder alles komplett trocknen. Nun habe ich ein Rot und ein Schwarz miteinander vermischt. Das ergibt dieses dunkle Rot. Und diese Mischung vermische ich mit 1/3 Retarder. Für diese Technik brauche ich außerdem eine Folie, und zwar eine glatte, etwas kräftigere Folie, die keine Falten wirft. Wie zum Beispiel dieses Stück Renalon, das kann ich immer wieder verwenden, weil ich es später abwaschen kann. Diese Farbe trage ich nun partiell auf. Sie sollte feucht bleiben, deshalb der Retarder oder auch Kleister, den ihr dazu gemischt habt. Und die Dekalkomanie ist eine Technik, die bestimmte Strukturen erzeugt. Ich zeige euch gleich noch einmal ganz nah, wie diese Strukturen aussehen. Ich presse also die Folie darauf, verschiebe sie auch ein wenig und ziehe sie dann ab. Das gibt manchmal so ein schmatzendes Geräusch und es entstehen so lineare Strukturen. Hier seht ihr noch einmal, wie das dann von nahem aussieht. Die Farbe, die jetzt auf der Folie ist, kann ich natürlich auch in diese Lücken drucken. Ich probiere einfach mal alles aus und schaue, was dabei herauskommt. Ich drücke auch mal drauf, da kommen dann andere Strukturen zutage. Ich lasse einfach mal meiner Fantasie freien Lauf mit dem Rest der Farbe und einem anderen Druckmedium, also mit einem glatten Papier. Versuche ich das gleiche nochmal. Diesmal saugt das Papier mehr auf und die Strukturen sind ein wenig anders. Hier seht ihr, wie diese Strukturen aussehen. Wenn mein Blatt voll genug ist, dann trockne ich es erst einmal gründlich, um dann später weiterzumachen. Ich habe noch andere Farben mir gemischt, etwas Weiß zu dem Rot, das gibt einen rosa Ton und arbeite weiter mit meiner Folie, um weitere Strukturen zu erzeugen. Schaut einfach mal zu und entschuldigt meinen Kopf, der da immer im Weg ist. Ihr kennt das ja schon, wenn ich viel Druck ausüben muss, dann muss ich mich darüber beugen.
Auch wenn die Strukturen, die entstehen, manchmal nicht so sind, wie ich mir das vorstelle, habe ich hinterher trotzdem ein spannendes Ergebnis und ich denke, das geht in Richtung Landschaft. Bevor ich mit der Ausarbeitung und der Phase 2 beginne, werde ich das Bild nach dem Trocknen noch einmal mit einem matten Acrylbinder grundieren bzw. versiegeln. Das muss auch wieder gut trocknen. Hier also das Untergrund- oder Hintergrundergebnis. Noch sehr viele Strukturen. Mal sehen, wie viele davon ich zurücknehmen werde und was daraus wird. Phase 2, das Anwendungsbeispiel. Ich beginne mit einer sehr hellen Mischung aus dem Rot, minimal Schwarz und etwas Weiß und gestalte zunächst die Grenze zum Horizont. Ich klebe das Ganze noch einmal mit Maskierband ab, damit ich auch bis über den Rand hinaus arbeiten kann, damit der Horizont nicht so gezirkelt aussieht. Dann kann ich freier arbeiten. Jetzt kann es losgehen. Die helle Mischung trage ich leicht feucht, immer partienweise am Horizont auf, dann trockne ich den Pinsel ab und verstreiche alles in den Himmel hinein, sodass ich einen weichen Übergang bekomme. Beim Trocknen wird diese Linie wieder etwas unsichtbarer, weil das Weiß wieder durchsichtiger wird. Ich warte, bis alles ganz getrocknet ist. Anschließend wiederhole ich den Vorgang mehrmals. Natürlicherweise ist der Horizont bzw. die Horizontlinie nicht so klar zu sehen, wie sie jetzt zunächst war. Das heißt, ich arbeite die weiteren hellen Schichten über den Horizont hinaus in die Berge hinein und damit entsteht ein Eindruck von Weite. Mit der hellen Mischung arbeite ich auch weiter in den Vordergrund hinein und schaut einfach zu, was ich mache.
Wenn mir das Weiß etwas zu krass ist, kann ich es auch mit einer ganz dünnen Lasur, hier nehme ich Gelb, wieder etwas abtönen. Die Strukturen im unteren Bereich waren mir zu dunkel und zu kräftig. Ich übermale alles nochmal mit einer dünnen weißen Schicht, auch hier an der Ecke das Schwarz. Lass es gut trocknen, um darauf hinterher die Alkoholtropftechnik zu machen. Für die Alkoholtropftechnik trage ich jetzt über das Weiß eine feuchte Schicht Farbe auf, muss wirklich mit Wasser verdünnt sein. In diese feuchte Schicht werde ich gleich Alkohol hineintropfen. Ich verstreiche sie noch etwas mit Wasser. Nun kommt der Alkohol. Der Effekt ist sofort zu sehen. Das gleiche mache ich mit der anderen hellen Ecke oben. Wie ich schon eingangs erwähnte, wird das Weiß beim Trocknen immer wieder etwas durchsichtiger und blasser. Also wiederhole ich hier oben noch einmal meine Nebelschicht und auch an anderen Stellen kommt das Weiß nochmal mit ein bisschen Blau zur Geltung. So, es ist Zeit, das Maskierband zu entfernen. Hier ist ein bisschen Farbe unter das Band gelaufen, aber das macht nichts. Das kann ich gleich mit weißer Farbe wieder ausbessern. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Probiert diese Technik auch mal und schaut mal, was ihr damit machen könnt. Ich wünsche euch viel Spaß. Bleibt gesund und kreativ. Tschüss!